drei Tage V-Koje. Dann braucht ihr 3 Gadgets, ganz unbedingt. Salzungsgranulate, die sind deutlich günstiger. Radiator, und zwar das hier. Tötet Bakterien. Sag mal, hast du eigentlich schon dran gedacht, den Luftentfeuchter auszuleeren, das Wasserreservoir? Nee, muss ich noch machen. Ich habe den nur angeschaltet vorhin. Hier, unser Luftentfeuchter. Das hier ist 3 Tage V-Koje. Wenn ihr in kalten Regionen oder auch in Regionen, wo es draußen kalt ist, mal nachts oder auch tagsüber, überwintern wollt auf dem Boot, dann braucht ihr 3 Gadgets, ganz unbedingt, und die zeigen wir euch heute. Wir haben hier den Luftentfeuchter. Ihr hattet vorhin schon die Wasserbox gesehen, die hat Marion euch gezeigt. Es ist ein großes Gerät, es ist ein elektrisches Gerät, das heißt, er braucht 230 Volt. Aber wenn ihr den Winter verbringt, dann seid ihr üblicherweise ja oft im Hafen, egal ob jetzt in Deutschland oder woanders. Und da ist die 230 Volt das geringere Problem. Es geht aber auch vor Anker, der zieht 265 Watt, also unser Gerät, das heißt so um die 22 Ampere, würde also auch gehen für 2 bis 3 Stunden. Gut, also es ist ein recht großes, recht schweres Gerät. Wenn ihr euch einen kauft, dann achtet darauf, dass ihr, wenn ihr das Ding rauszieht, hier die Entwässerungsbox rauszieht, dass er ausgeht. Das ist ganz wichtig. Und er soll auch, wenn er voll ist, einen Kontakt haben, dass das Gerät auch dann ausgeht, weil sonst läuft euch das Wasser über. Das haben die aber normalerweise standardmäßig. Und was wir ganz besonders wichtig finden, ist, dass ihr auf ein gutes Gerät achtet, was nicht nur leise ist. Unser Gerät hat 35 Dezibel, das ist wirklich leise, da haben wir Glück gehabt, sondern auch, dass der eine hohe Wasserleistung in 24 Stunden bringt. Es gibt nämlich auch deutlich kleinere Geräte, aber die bringen dann vielleicht nur 2 Liter, das reicht euch aber nicht. Das heißt, der hier, den wir jetzt ausgewählt haben, der bringt bis zu 12 Liter, was wirklich viel ist. Also zum Vergleich, das sind ca. 2 Liter, das heißt, theoretisch würde der dann 6-mal voll werden. Und weil das natürlich keinen Sinn macht, wenn ihr länger von Bord seid, gibt es dann eben diese Schlauchlösung. Aber ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz auf die verschiedenen Arten ein, den zu betreiben. Man kann ihn einfach nur anmachen und es gibt die Möglichkeit, ihn durchlaufen zu lassen. Das heißt, er entfeuchtet die ganze Zeit, oder man kann ihn abhängig von der Luftfeuchtigkeit steuern, dass er zum Beispiel bei 50 oder bei 60% oder bei 40% anspringt. Wenn wir den, jetzt ist er übrigens gerade angesprungen, der saugt hinten die Luft an und wirft sie oben wieder aus. Das heißt, ihr habt auch gleich eine Luftumwälzung im Boot drin, was ja auch gewollt ist. Und er muss auch nicht unbedingt an dem Ort stehen, wo die höchste Luftfeuchtigkeit ist, weil die verteilt sich ja im Raum dann. Also, ihr könnt ihn entweder durchlaufen lassen, dann entfeuchtet er die ganze Zeit. Oder ihr könnt ihn auf 40, 50 oder 60% einstellen, und wenn ihr länger von Bord geht und hier diese Schlauchlösung habt, dann würden wir 50% empfehlen. Dann springt er hin und wieder an und arbeitet so lange, bis er praktisch das entfeuchtet hat, und dann macht er wieder aus, und das ist für uns dann auch die Dauerlösung, wenn wir zum Beispiel mal nach Deutschland fliegen und das Boot im Hafen liegen bleibt. Wenn du jetzt länger von Bord bist, dann kannst du hier einen Schlauch anstecken. Da gibt es hier die Kappe, die kann man abdrehen. Darunter kommt so ein Gummipfropfen zum Vorschein, den zieht man raus und verliert ihn am besten nicht. Und wir haben hier einfach nur ein Stück abgeschnittenen Gartenschlauch, den stecken wir da drauf und lassen das dann hier in Waschbecken entwässern und lassen ihn dann durchlaufen, wenn wir nicht an Bord sind. Und warum nicht diese Entsalzungsgranulate, die sind deutlich günstiger? Ja, genau. Wir hatten die auf unserem alten Boot, wir hatten die hier auch im ersten Winter, als wir nicht an Bord gelebt haben und gearbeitet haben. Zum einen sind die sperrig, also ja, auch sperrig, das ist auch sperrig, aber dieses Entsalzungszeug hat nicht die Leistung, die das Gerät hat. Also bei weitem nicht, da müsstet ihr ganz schön viel von dem Zeug aufstellen. Und wenn jemand von euch schon mal so ein Ding umgeschmissen habt, vielleicht am besten genau in die Bilge rein oder auf irgendeinen textilen Oberfläche, ihr kriegt dieses Zeug nicht mehr raus. Und weil das hygroskopisch ist, zieht das weiterhin
Wasser aus der Luft. Das heißt, ihr kriegt das auch nicht mehr vernünftig trocken. Lässt sich ganz schwer von Oberflächen entfernen und wenn ihr es in Textil drin habt, dann zieht das eben weiter die Feuchtigkeit. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. So, das nächste, was wir euch zeigen möchten, das stelle ich jetzt mal vor, weil da geht es jetzt um hauptsächlich meinen Wohlfühlbereich. Und zwar Frieren, Kälte, Wärme. Das ist ja eher so meins. Also Christoph friert nicht so schnell, aber ich natürlich. Wir hatten ja den ersten Winter hier auf dem Boot noch in Hamburg. Ein sehr, sehr kalter Winter. Da hat es im April noch mal geschneit und wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht. Was wir natürlich an Bord haben, wie wahrscheinlich jeder andere auch, ist der klassische Küster hier, der klassische Heizlüfter. Keramikmodell, wenn man sich so einen kauft, sollte der unbedingt einen Kippschutz haben. Das ist dieses Ding hier unten. Das heißt, wenn der umfällt, hört er auf zu heizen. Also den hat man an Bord. Was wir inzwischen aber deutlich mehr zu schätzen wissen, ist unser Ölradiator. Und zwar das hier. Der Ölradiator ist eigentlich nicht besonders bekannt für aufs Boot, aber er ist für uns tatsächlich inzwischen das wichtigere Teil. Dieser Ölradiator macht nämlich eine durchgehende, angenehme Wärme. Küster wirbelt den Staub durchs ganze Boot und der macht einfach nur warm. Radiatoren gibt es ganz normal im Baumarkt oder eben zu bestellen. Dieser hier hat jetzt 600 Watt und auf 4 Rippen verteilt. Und je mehr Watt der hat, desto mehr Rippen hat er und desto größer wird er auch. Also die gibt es bis zu 2000, 2500 Watt. Dann sind das diese großen Geräte, die man eher kennt. Dieser kleine hier ist einfach zu verstauen, wenn man ihn nicht benötigt. Braucht nicht viel Platz, macht aber wirklich eine total angenehme Wärme. Wir stellen den uns auch abends im Winter immer vorne in die V-Koje auf kleinste Temperaturstufe rein. Der hat einen Thermostat, der hört auf, wenn es warm genug ist. Oder wenn es richtig kalt wird, wir hatten jetzt ein paar Nächte mit um die 0 und knapp unter 0 Grad, dann wird er auch hochgestellt, damit es auch warm ist. Diese Radiatoren haben nur eine wichtige Sache, sie dürfen nicht liegen. Also wenn man den verstaut, er muss stehen verstauen, weil da ist Öl drin, das läuft sonst aus und dann heizt er nicht mehr. Also es läuft nicht aus im Boot, sondern im Gerät und dann heizt er nicht mehr. Wenn wir jetzt nochmal richtig kalt hätten, würden wir uns, glaube ich, 2 Radiatoren zulegen. Einen für hinten und einen für vorne an den Niedergang. Dass dieser so richtig wie so eine Wärmebrücke im Kaufhaus, das kennt man ja, ne? Da ist erstmal so ein Wärmeschleier, wenn man reinkommt und dann geht die Kälte auch nicht raus. Aber wir waren kurz davor, den Winter uns einen zweiten zu besorgen, haben aber jetzt gesagt, wir halten die paar Tage durch, hat auch gut funktioniert. Also wenn es richtig kalt wird, natürlich die Wärmflasche, warme Socken. Ein Schal. Schal, wenn man das mag, nochmal eine Decke über die Bettdecke, also das funktioniert. Die Wärme am Radiator ist deutlich angenehmer als die vom Heizlüfter. Und warum jetzt keine Warmluftheizung mit Diesel an Bord? Ja, eine sehr gute Frage, Herr Reischl. Da kann ich auch eine fachkundige Antwort zu geben. Wir haben ja auch eine Dieselheizung, ich glaube da hinten unter der V-Koje liegen. Unsere ist ja damals in diesem Winter kaputt gegangen, in dem kalten Winter, allerdings aus Altersschwäche gestorben, der war einfach zu alt. Diese Dieselheizungen sind nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt, die sind für mal warm machen, für ein paar Stunden warm machen. Wenn ich irgendwie ein Wochenende an Bord bin, kann ich die laufen lassen, aber dieser quasi 24 Stunden Dauerbetrieb über Wochen oder meinetwegen auch nur die Nacht, aber über Wochen. Dafür sind die nicht ausgelegt. Es ist und bleibt eine Standheizung und Standheizungen sind eben nur für ab und zu Benutzung ausgelegt. Und ein Freund von uns, der lebte in Hamburg auf seinem Boot den Winter über, der hat sich schöne neue einbauen lassen
Und die war nach dem ersten Winter. Ja. Die war nach dem ersten großen Winter schon kaputt. Und das war die gute Eberspecher, soweit ich weiß sogar. Die kosten ja ihr Geld und da wurde ihm das auch gesagt. Also es ist so, dass die nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Er hat jetzt inzwischen einen Ofen sich installiert. Das ist natürlich die andere Alternative, ein Dieselofen oder, wenn man mag, auch ein Holzofen. Das funktioniert auch. Ist uns jetzt aber tatsächlich zu aufwendig hier. Wir haben den Platz nicht dafür, deswegen können wir es nicht machen. Aber das ist natürlich nochmal die noch schönere Variante. Zu den Kosten noch ganz kurz. Bei den jetzigen Dieselpreisen, und das wäre ja Diesel, den ihr verbrennen würdet normalerweise, sind die Stromkosten oder die Dieselkosten für eine Warmluftheizung ungefähr identisch und für uns ist dann die bessere Variante, das wegzuräumen. Und ja, es sind elektrische Geräte, da vielleicht noch kurz der Halbsatz dazu. In Deutschland ist es verpönt, elektrisch zu heizen, aus ökologischen Gründen, wohl auch zu Recht. Nur als kleiner Hinweis, in Frankreich und in Spanien ist das ganz anders, da wird überwiegend elektrisch geheizt. Insofern ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen eine Kulturfrage. Und auch die beiden Geräte findet ihr zum Beispiel in Spanien oder auch in Frankreich in jedem Baumarkt und auch in den Supermärkten im Winter. Also das braucht ihr nicht unbedingt vorher besorgen, die bekommt ihr unterwegs. Ja. Aber andersrum, so rum. Mhm. Kommen wir zu unserem letzten Gerät, das ist der sogenannte Ozonisator. Ich habe das am Anfang für Hokuspokus gehalten, das ist aber wissenschaftlich fundiert. Also, Ozon ist ein Gas und das ist schädlich für lebende Organismen. Übrigens auch für die Elektrik, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Das Gerät ist ein sehr kleines Gerät, läuft auch über 230 Volt und hat eigentlich nur eine Zeiteinstellung, mehr nicht. Und wenn man den anschaltet, dann produziert der Ozon und das Ozon tötet Bakterien, Schimmel zum Beispiel auch ab, Gerüche werden neutralisiert. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn ihr zum Beispiel Bootsmuff habt, wenn ihr Schimmel habt an Bord, wenn vorher ein Tier an Bord war oder ein Raucher an Bord war. Es ist sehr gut gegen Allergene. Insofern ein kleines Gerät, wir nutzen das vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Man muss dazu den Raum schließen, das Gerät dann vielleicht 20 Minuten laufen lassen. Das geht von alleine aus. Und dann aber sehr, sehr gut lüften und in der Zeit darf man sich nicht in dem Raum aufhalten, weil, wie gesagt, ist giftig und schädlich. Das Ozon zerfällt mit Sauerstoff zu Sauerstoff, das dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann kräftig durchlüften und dann ist die Sache auch für die nächste Zeit wieder in Ordnung. Und ihr seht ja, es ist so klein, das kann man gut mitnehmen und Bootsnachbarn sind immer dankbar darum, wenn man sie darauf hinweist und denen das auch mal ausleiht. Die sind echt glücklich. Wir hatten zum Beispiel einen Freund in einem der Häfen, der hat stark geraucht. Dem haben wir das mal gegeben. Der hat das zweimal in seinem Boot eingesetzt und danach hat es wirklich deutlich besser gerochen. Wir kennen das von Bootsmuff oder auch von Tiergerüchen. Da war das danach auch fast weg oder komplett weg und großartige Sache. Also worauf muss man noch achten? Man sagt, dass das für Elektronik, also dass das auch Elektrik und Elektronik angreift. Das kann ich bisher nicht bestätigen. Das soll die Kabel, also das Gummi, die Kunststoffumhüllung angreifen. Kann ich bisher nicht bestätigen, aber wir versuchen es auch nur dann einzusetzen, wenn wir es wirklich brauchen, damit wir das eben vermeiden. Also es macht Gummis porös und es greift an. Aber dafür braucht es andere Konzentrationen, als wir sie verwenden. Wenn ihr mir arbeitet, jetzt die Werft, wenn es ein bisschen lauter ist. Der Ozonisator hat übrigens eine Leistungsaufnahme von 65 Watt. Das heißt, das ist also wirklich nichts Schlimmes. Der hat einen kleinen Lüfter mit drin, das heißt, der verteilt das auch im Raum. Kann man also gut mal einsetzen. Zu dem Thema Schimmel möchte ich gerne noch was loswerden. Das ist mir nochmal ein echtes Anliegen. Viele haben ja in der feuchten, kalten Jahreszeit so einen Schimmelbelag irgendwie im Boot, an den Oberflächen und so weiter. Und bitte, wenn ihr den wegmacht, der Schimmel an sich,
der sich so schnell so bildet durch diese Feuchtigkeit, der ist an sich erstmal nicht so gefährlich. Aber bitte, wenn ihr den wegmacht, nicht mit normalen Haushaltsreiniger und bitte nicht mit Essig. Dieser Schimmel ist, das ist ein organisches Material, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Organismus und dieser Essig ist organisch und diese Seife ist auch, also die Schimmelsporen mögen das. Und ihr habt das zwar erstmal sauber, aber die kommen wieder. Und wenn ihr den Schimmel loswerden möchtet, dann bitte mit Alkohol, mit Isopropan. Heißt das so? Propanol? Isopropanol. Mit Isopropanol kriegt es in der Apotheke oder in manchen Drogeriemärkten oder im Baumarkt damit abwischen. Zur Not tut es auch tatsächlich ein Brennspiritus, wenn ihr den an Bord habt. Ein bisschen in eine Sprühflasche rein, einsprühen, abwischen, fertig. Bitte nicht mit Essig. Das ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält und der Schimmel liebt den Essig und der wird wiederkommen. Ihr tötet die Schimmelsporen damit nicht ab. Das Brot ist so klein. Also wir kommen uns hier vor wie bei einer Verkaufsveranstaltung, ist es natürlich nicht. Herzlich willkommen zu unserem neuen Technik mit Hafenkino-Blog. Wir haben heute ganz tolle Geräte für euch dabei. Ja, also nein, wir wollen euch nichts verkaufen. Also wir haben unsere Erfahrungen, wir haben bittere Erfahrungen machen müssen und wir wollen unsere Erfahrungen mit euch teilen, weil wir haben ja jetzt schon den zweiten Winter hier so auf Bord, auf dem Boot und ich kriege das bei anderen über Insta, über YouTube, wie auch immer oder im persönlichen Austausch einfach mit, dass viele mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, mit denen wir zu kämpfen hatten, also Feuchtigkeit, Schimmel und so weiter. Es gibt einfache Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben und die wir sehr gerne mit euch teilen möchten. Und deswegen haben wir dieses Video gemacht. Und jetzt? Jetzt fehlt der Übergang, ne? Also, kurz zu den Preisen trotzdem, auch wenn es kein Verkaufsvideo ist. Fangen wir an mit dem günstigsten Produkt. So ein Radiator, der kostet zwischen 40 und 60 Euro. Und ist absolut von der Wärmeentwicklung für mich sein Geld wert. Also ich stehe da drauf als Frostbeule. Das zweitgünstigste ist der Ozonisator, der liegt ca. bei 80 bis 120 Euro. Ozongenerator ist der richtige Begriff dafür, sehr klein. Und dann kommen wir zum größten, schwersten und teuersten Gerät. Das ist der Luftentfeuchter. Ich weiß nicht, was der wiegt, vielleicht 12, 14 Kilo. Der liegt circa zwischen 150 und 220 Euro, aber eine wirklich gute Investition. Ja, gerade der Luftentfeuchter ist, wenn man 24 Stunden am Tag auf dem Boot lebt, ist so eine wahnsinnige Verbesserung der Lebensqualität, die Luftqualität. Trockene Luft ist einfach deutlich angenehmer, ist wärmer, es fühlt sich nicht so kalt an und das war für uns wirklich, ja, das war für uns eine Offenbarung, dieses Ding hier laufen zu haben und trockene, saubere Luft zu haben, die man schön atmen kann. Also ich möchte nicht mehr auf den Luftentfeuchter verzichten. Nein. Wir verlinken die Geräte oder ähnliche Geräte, weil wir die ja tatsächlich unterwegs einfach gekauft haben. Wir verlinken euch mal Beispiele unten in der Beschreibung. Wie gesagt, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr was bestellt und wenn ihr über einen Link etwas bei Amazon bestellt, bekommen wir eine wirklich minimale Provision. Aber jedes bisschen Geld ist für uns natürlich schön als Belohnung dafür, für das, was wir tun. Es wird übrigens noch ein zweites Video geben, auch wie wir den Winter in einer Marina verbringen. Da geht es dann eher darum, wie wählen wir die richtige Marina aus. Ja. Ist auch, glaube ich, ganz wichtig und interessant, waren auch viele Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ist jeder ein bisschen anders, aber das kommt dann unsere Tipps dazu. Und dann noch ein kleiner Hinweis, Marion hatte eine Umfrage gemacht,
zu einem Frage- und Antwort-Video oder eben einem Live. Die Rückmeldung war, es wollte keiner ein Live haben. Doch, Also Oliver hätte gerne ein Live. Oliver hätte gerne eins gehabt, ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Das heißt also, wer noch Fragen hat für dieses Frage- und Antwort-Video, gerne her damit in die Kommentare, aber natürlich auch zu jedem Gerät, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstige Fragen zum Thema Winter an Bord. Und ja, dann freuen wir uns, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, dass du bis hierher dabei warst. Share, Like und Comment und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.